Ich denke, du weißt bereits, dass Magerquark eines der besten Lebensmittel überhaupt ist, wenn es um das Abnehmen und Muskelaufbau geht. Quark ist einfach total gesund. Es ist die Kombination aus Eiweiß und Nährstoffen, die den Quark zwischen vielen anderen Lebensmitteln hervorstechen lässt. Dazu ist Magerquark günstig und super vielseitig. Das enthaltene Caseineiweiß macht besonders lange satt und sorgt für eine langfristige Versorgung des Körpers mit Protein. Es ist aber total wichtig, dass du dir deinen Magerquark richtig zubereitest. Bei falscher Zubereitung können sich die sonst so positiven Effekte des Magerquarkes in genau das Gegenteil umkehren. Damit du diese Fehler nicht machst, erzähle ich dir in diesem Video alles über die Magerquark-Abnehmfehler, die dick machen können. Viel Spaß! Fehler Nummer 1: Magerquark pur essen. Magerquark entsteht, wenn sich saure Milch in Molke und Eiweiß trennt und anschließend etwas Buttermilch hinzugegeben wird. Genauso entstehen die tollen Nährwerte: 12 Gramm Eiweiß, nur 0,2 Gramm Fett und 4,1 Gramm Kohlenhydrate auf 100 Gramm Magerquark. Da Fett und Zucker nunmehr Geschmacksträger sind, ist es kein Wunder, dass der Quark pur, etwas zäh, geschmacklos oder sauer schmecken kann. Es gibt leider nicht viele Personen, die den Magerquark so aus der Packung als schmackhaft empfinden. Selbst wenn du weißt, wie gesund der Quark auf Magerstufe ist. Versuche ihn nicht pur zu essen. Wenn dir dein Essen nicht schmeckt, wirst du langfristig den Magerquark nicht in deine alltägliche Ernährungsroutine einbauen. Die Grundvoraussetzung ist, dass der Magerquark cremig angerührt wird. Es ist sinnvoll, den Magerquark kalorienarm, aber geschmackvoll zuzubereiten. Wer sich morgen schon auf seine Portion Magerquark freuen kann, wird seine Ernährung langfristig anpassen können. Warum quälen, wenn es auch anders geht? Es gibt viele verschiedene gesunde Rezepte, wie du den Magerquark gesund, lecker und kalorienarm zubereiten kannst. Als Beispiel kann ich dir empfehlen: Magerquark mit Milch und Früchten, als Kräuterquark, Magerquark mit selbstgepresstem Saft, Magerquark mit Flavor Drops und viele weitere. Schreibe gerne weitere geschmackvolle, kalorienarme Magerquark-Rezepte in die Kommentare. Kommen wir zu Fehler Nummer 2: Magerquark mit Zuckersüßen. Der Magerquark schmeckt von Natur aus nicht süß. Da wir modernen Menschen uns aber an einen sehr intensiven süßen Geschmack gewöhnt haben, da in vielen fertigen Lebensmitteln jede Menge Industriezucker steckt, finden wir den Quark ohne Zuckerzusatz häufig etwas säuerlich. Da besteht die Versuchung, den gesunden Magerquark mit etwas Zucker geschmacklich in die richtige Richtung zu stoßen. Ich empfehle dir, den Magerquark nicht mit Industriezucker zu süßen. Es gibt viel bessere, gesunde Alternativen, die den Quark auf natürliche Art süßen und dabei auch jede Menge Vitamine mitbringen. Nutze anstatt Industriezucker Früchte, die von Natur aus Fruchtzucker enthalten. Fruchtzucker süßt sogar im Vergleich zu Industriezucker etwas stärker. Nimmst du zum Beispiel Beeren, klein geschnittene Apfelstücke oder andere Obstsorten, fügst du deinem Quark noch viele wesentliche Vitamine hinzu. Wenn du mit der Zeit nach und nach die Menge an Früchten reduzierst, wirst du dich daran gewöhnen und den süßen Geschmack auch nicht mehr vermissen. Fehler Nummer 3: Zu wenig Magerquark essen. Magerquark als Garant fürs Abnehmen und Muskelaufbau. Das sind die Versprechen, die wir kennen. Für einen merkbaren Effekt reicht es aber nicht, ein Rezept mit 35 Gramm Magerquark zuzubereiten und dann anschließend, weil man ja schon etwas Gesundes gegessen hat, andere kalorienreiche Lebensmittel zu verspeisen. Hauptbestandteil einer Magerquark-Mahlzeit sollte definitiv der Magerquark sein. Isst du zu wenig von unserem Wunderquark, wirst du von den tollen positiven Effekten auch nicht profitieren können. Fehler Nummer 4: Magerquark mit zu vielen Früchten oder Trockenobst. So lecker Trockenobst und geschnittene Früchte auch sind, versuche deinen Magerquark nicht mit zu viel Trockenobst und Früchten zu süßen. Klar, in Obst und Früchten sind jede Menge tolle Vitamine enthalten. Die braucht der Körper auch. Bedenke aber dabei, dass beim Verzehr von Obst gleichzeitig auch jede Menge Kalorien in der Form von Fruchtzucker aufgenommen werden. Übertreibst du mit dem Obst, wirst du durch die Portion Magerquark nicht abnehmen, sondern zunehmen. Trockenobst ist besonders gefährlich, wenn es um das Süßen und Verfeinern von Lebensmitteln geht. Da Trockenobst durch die Trocknung viel weniger Wasser als normales Obst enthält, ist auf das Gewicht gerechnet eine viel höhere Kaloriendichte vorhanden als bei vergleichbaren nicht getrockneten Früchten. Sehr schnell kann man sich dabei bei einer Portion verschätzen. Die kleinen gekräuselten Fruchtstückchen sehen auch alles andere als gefährlich aus. Früchte zum Süßen von Magerquark sind super, nimm aber nicht zu viel. Diese Fehler wirst du nicht mehr machen. Kommen wir zu Fehler Nummer 5. Fehler Nummer 5: Zu viel Magerquark essen. Nicht zu viel Quark, nicht zu wenig Quark,
Was denn nun? Auch wenn Magerquark super gesund ist, sollte man sich nicht ausschließlich von Magerquark ernähren. Magerquark enthält viel Eiweiß und Nährstoffe wie Calcium, gute Bakterien, Vitamin A und fördert die Bildung von Kollagen und noch einiges mehr. Da will man doch nur noch Magerquark essen. Auch wenn der Quark auf Magerbasis so viele gesunde Aspekte hat, kann auch dieser nicht alle essentiellen Mikro- und Makronährstoffe, Vitamine und Mineralstoffe abdecken, die unser Körper benötigt. Auch wenn der Quark eine gute Grundlage für eine ausgewogene Ernährung ist, solltest du eine einseitige Ernährung vermeiden. Alles kann dir der Quark auch nicht geben. Fehler Nummer 6. Magerquark mit der falschen Milch anrühren. Bist du dünn und möchtest Muskeln aufbauen, empfehle ich dir den Quark mit Vollmilch und einem Fettanteil von 3,5% anzurühren. Die zusätzlichen Kalorien helfen, einen Kalorienüberschuss herzustellen. Mit einem Kalorienüberschuss werden die Muskeln unseres Körpers ideal mit Nährstoffen versorgt. Natürlich landet auch ein wenig immer auf der Hüfte. Möchtest du abnehmen, empfehle ich dir den Quark mit Milch und einem Fettanteil von 1,5% oder weniger anzurühren. Vollmilch enthält auf 100 ml schon 59 Kilokalorien. Wenn dein Ziel das Abnehmen ist, kann man darauf gut verzichten. Wählst du zu deinem persönlichen Körperziel die falsche Milch, kann sich der Effekt von Magerquark negativ auf deinen Erfolg beeinflussen. Fehler Nummer 7. Magerquark immer gleich zubereiten. Ein Ziel bei dem regelmäßigen Verzehr von Magerquark sollte immer auch sein, dass der Quark nicht langweilig schmeckt. Sollte dies passieren, wirst du irgendwann aufhören, Quark zu essen. Es ist daher sinnvoll, sich verschiedene und leckere Zubereitungsvarianten und Rezepte herauszusuchen. Bringe regelmäßig Abwechslung in deine Ernährungsroutine, um langfristig vom Magerquark profitieren zu können. Natürlich gibt es auch Personen, die schon über Jahre täglich das gleiche Magerquark-Rezept zubereiten und dies immer noch genießen können. Es kommt ganz darauf an, was für ein Typ du bist. Bei mir haben sich 3 Rezepte durchgesetzt, die ich täglich abwechsle. Damit bin ich sehr zufrieden. Nachdem du nun die 7 typischen Fehler im Zusammenhang mit dem Verzehr von Magerquark kennst, ist es Zeit, den Quark in die tägliche Ernährungsroutine einzubauen. Verzichte nicht auf die ganzen tollen Eigenschaften, die der regelmäßige Verzehr von Magerquark auf dich und deinen Körper haben wird. Welche positiven Eigenschaften das genau sind, erkläre ich dir in dem links eingeblendeten Video. Körperglück. Finde dein Körperglück.